Ich bin bei einem alkoholkranken Vater mit 3 Geschwistern, mit 2 Geschwistern, wir waren zu dritt aufgewachsen. Meine Mutter ist als ich 5 war, ausgezogen. Und ja, kann man sich ja vorstellen, alleinerziehender Vater, 2 Geschwister ohne Mutter, war nicht so witzig. Ja. Das ist Serkan. Serkan hatte keine leichte Kindheit. Trotzdem schaffte er das, was sich viele wünschen. Nach der Schule wird Serkan Fitnesstrainer und verdient viel Geld. Es ging einfach nur um mich. Ich war viel feiern, ich war viel unterwegs, ich war viel reisen. Doch dann passiert etwas Schlimmes. Was passiert ist und warum es das Beste für viele andere Leben war, das zeige ich dir jetzt. Los geht's! Im Jahr 2009 fährt Serkan mit seinem Auto auf der Autobahn. Dann wird Serkan abgelenkt. Serkan kommt von der Spur ab. Unfall. Eine Rippe sticht durch sein Herz. Solche Unfälle überleben weniger als 1% der Menschen, wie er sagt. Serkan gehört zu diesen 1%. Und der Unfall hat mir dann gezeigt, so okay, ja, beziehungsweise mir aufgezeigt, so hey, wo war dein Fußabdruck im Leben? Oder was hast du erreicht? So, was hast du verändert? Was hast du mit dem Glück, das du im Moment hast? Wie viel hast du davon abgegeben? So? Und da habe ich mir überlegt eben, ja, du bist auch nicht in einer gesunden Kindheit aufgewachsen und damals hat niemand auf dich geschaut und habe mich dann entschieden, was zurückzugeben. Also gründet er die Hilfsorganisation STELP. Mit STELP reist Serkan nach Afghanistan, Jemen, in die Ukraine und viele weitere Länder. Dort rettet er Menschen das Leben. Serkan gibt ihnen Geld, Essen, Kleidung, Bildung und vieles mehr. Mit anderen Worten, Serkan hat sein Leben komplett geändert und verbessert nun die Leben von anderen Menschen. Ich glaube, nach schweren Ereignissen im Leben oder nach Schicksalsschlägen im Leben ist es ganz wichtig, nicht aufzugeben. Unter Schicksal verstehen wir eine höhere Macht, die unser Leben bestimmt und lenkt. Ein Schicksalsschlag ist, wenn dieses Schicksal plötzlich oder auch nicht plötzlich passiert. Wir verbinden das Wort Schicksalsschlag mit etwas Traurigem, Schlimmem. Der Unfall, es war ein Wahnsinnseinschnitt. Ich saß tatsächlich, ich war ja auch, also ich hatte diese Nahtoderfahrung, ich war in einem Helikopter, wurde abgeholt von der Autobahn. Eine Nahtoderfahrung ist, wenn ein Mensch eigentlich schon tot ist, aber dann ins Leben reanimiert wird. Manche Menschen erleben in diesem Moment ein intensives Gefühl, so wie Serkan. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen zerbrechen auch daran. Ich kann das auch verstehen, weil man tatsächlich ziemlich weit am Boden ist. Und dann muss man sich eben entscheiden, ergebe ich mich dem Schicksal oder nehme ich dieses Schicksal an und ja, mach was draus. So. Jetzt möchte ich von dir wissen, wie gehst du mit Schicksalsschlägen um? Hast du Tipps für andere? Dann schreib sie gern in die Kommentare. Das war's. Und denk dran, alles wird gut. Bis dann.